Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Conga Crafts. Heute zeige ich euch die falsche Kappnaht, die schneller und einfacher genäht wird als die echte Kappnaht. Die falsche Kappnaht sieht von der rechten Stoffseite aus wie die echte Kappnaht. Man kann hier noch eine zweite Naht setzen, wenn man möchte. Ich zeige euch mal den Unterschied. Hier bei der echten Kappnaht wird alles schön eingefasst und kann nicht ausfransen. Und bei der falschen Kappnaht wird die Nahtzugabe mit einem Zickzackstich versäubert, umgeschlagen und festgenäht. Geht zwar schneller, sieht aber nicht so gut aus und ist nicht so stabil. Als Zeigeprojekt nehme ich 2 Stückchen Stoff, exakt rechts auf rechts zusammenlegen und stecken. Mit einer Nahtzugabe von 1 oder 1,5 cm zusammennähen. Ich nehme hier 1 cm Nahtzugabe. Jetzt die Schnittkante mit Zickzackstich versäubern. Nun kommt es darauf an, auf welcher Seite ihr die Ziernaht haben wollt. Wollt ihr die Ziernaht auf der rechten Seite und die Nahtkante auf der linken Seite, müsst ihr die Nahtzugabe nach rechts legen und hier auf der Nahtzugabe entlang nähen. Wollt ihr aber, dass die Nahtkante rechts und die Ziernaht links ist, müsst ihr die Nahtzugabe nach links legen und hier auf der Nahtzugabe entlang nähen. Ich möchte die Nahtkante links und die Ziernaht rechts haben, also die Nahtzugabe nach rechts legen und gut bügeln. Die Nahtzugabe liegt rechts. Ihr könnt jetzt hier von der linken Seite nähen, dann wäre aber hier auf der rechten Seite die Unterfadennaht zu sehen, die meistens nicht so schön ist. Also nähen wir von der rechten Seite. Dazu schauen wir, wo wir nähen müssen. Von dieser Naht messen wir innerhalb der Nahtzugabe. Hier ist es 0,5 cm. Habt ihr eine breitere Nahtzugabe genommen, habt ihr hier natürlich mehr Abstand zur versäuberten Kante. Diese 0,5 cm zeichnen wir auf der Vorderseite von der Nahtkante ausgehend mit Kreide an und ziehen mit Kreide eine Linie. Nun auf der Linie entlang nähen und somit die Nahtzugabe festnähen. Die Nahtzugabe liegt immer noch rechts. So, unsere falsche Kappnaht ist fertig. Hier die Nahtkante und hier die Naht. Und so sieht es hinten aus. Und wie schon gesagt, könntet ihr jetzt noch eine parallele Naht hier entlang nähen, müsst es aber nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!